Ernte. Heute, am 1. Oktober, ist hier in Deutschland Erntedankfest. Das ist ja schon erstaunlich, da wächst was und wird Frucht. Also aus der Knospe wird eine Blüte und da aus dem Herzen dieser Blüte wächst die Frucht hervor. Das ist wirklich ein Wunder der Natur. Und wir danken Gott jedes Jahr dafür, dass er uns dieses Wunder seiner Natur schenkt. Reife Frucht tut uns gut, ist angenehm, wohlschmeckend. Und unreife Frucht, die tut uns, ja sagen wir mal, nicht so gut oder macht uns krank. Ja. Und ja, bei Früchten ist es leicht zu erkennen. Wie ist es bei Menschen? Wann ist ein Mensch reif? Ganz allgemein könnte man sagen, wenn er Verantwortung für sich selber übernimmt. Ja. Wenn ich als Kind darüber nachdachte, worauf ich mich freue, wenn ich dann mal groß werde, dann dachte ich meistens so an Freiheit. Da kann ich ja entscheiden, wann ich aufstehe, wann ich ins Bett gehe, was ich esse, wo ich wohne, wo ich in Urlaub fahre, welches Auto ich fahre und so weiter. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, sondern es gibt ja immer ein paar Variablen, die meine Freiheit irgendwie mitbestimmen. Zum Beispiel, wenn ich einen Job habe, dann kann ich nicht einfach dann aufstehen, wenn ich will, sondern ich muss ja zu einem bestimmten Zeitpunkt auch da sein. Ja, echte Freiheit, das gibt wirklich nur in Verbindung mit Verantwortung. Und wenn diese fehlt, dann bleibt ja nur noch Willkür. Menschliche Reife hat also mit Verantwortung zu tun. Es gilt nicht mehr, Eltern haften für ihre Kinder. Es gilt auch nicht, dass andere überhaupt für mich haften, für meine Gefühle, für mein Reden und Handeln. Ich selbst bin dafür zuständig. Verantwortlichkeit, das ist so die erste Eigenschaft von Reife bei Menschen. Welche Menschen kennt ihr, die ihr als wirklich reif bezeichnen würdet? Und welche Eigenschaften haben die noch? Also so innere und äußere Ruhe fällt mir zum Beispiel ein. Oder die haben die eigenen Gefühle im Griff. Sie haben zunächst eine gute Selbsterkenntnis, dann aber auch eine gute Menschenkenntnis. Das heißt, sie können dann gut mit anderen umgehen. Die sind vertrauenswürdig, können Fehler eingestehen. Sie sind dankbar und zufrieden und erwarten nicht, dass andere sie glücklich machen. Sie sind treu, haben ein ganz großes Durchhaltevermögen. Ja, die Liste könnt ihr ja auch noch ergänzen. Greifen wir noch ein paar Dinge heraus. Und zwar, Reife bedeutet Selbsterkenntnis, wachsen aus einem Kern heraus. Also kennst du nicht, kannst du manchmal mit einem Schmunzeln sagen, Birnbaum soll Birnbaum bleiben und kein Pflaumenbaum sein wollen. Das heißt, dass jeder Mensch eben ein Original ist und sich auch so annehmen soll, wie man ist. Das, was als Anlage in uns grundgelegt ist, das können wir entfalten. Das kann sich entwickeln, aber nur das kann ausreifen, eben aus diesem inneren Kern unseres Selbst heraus. Und deswegen lohnt es sich auch, dass man dann näher hinschaut und beobachtet, wie manche Reaktionen oder Gefühle sind. Diesen auf den Grund gehen, warum reagiere ich so oder so? Was flößt mir Angst ein? Bin ich eher introvertiert oder extrovertiert? In welchen Situationen werde ich zum Beispiel neidisch? Und wann empfinde ich Dankbarkeit? Erst wenn wir uns selber verstehen, können wir Dinge in uns auch beeinflussen oder wenigstens richtig einordnen. Aber nicht nur das. Wenn wir uns ganz tief verstehen, also in uns selber ruhen, dann können wir auch für andere heilend wirken. Man sagt ja so, Treue ist der Alltagsname für die Liebe.
Treue ist eben eine ausgereifte Liebe, also eine Liebe, die auch was ausgehalten hat. Eine Liebe, die sozusagen Wurzeln geschlagen hat, damit sie nicht gerade beim nächsten Sturm umfällt. Wir wissen ja alle, dass das Leben mit anderen nicht leicht ist. Und je enger wir mit jemand zusammenleben, desto mehr Konfliktpotenzial gibt es auch und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einander verletzen. Und was dann passiert, das ist ganz wichtig. Wir zwei leben jetzt beide seit vielen Jahren in Gemeinschaft. Und da gibt es viel Konfliktpotenzial. Und wir werden manchmal auch durch andere verletzt. Das gehört ja mit zum Leben. Aber was hilft denn, damit man nicht das Handtuch einfach wirft? Das ist, wenn ich mich daran erinnere, an mein Warum. Warum bin ich Marienschwester? Und es ist wichtig, dass man sich immer wieder diese Frage stellt und sich an die schönen Zeiten auch erinnert. Genau. Weil eben Treue, das ist ja kein Selbstläufer. Und wir haben einmal im Jahr in der Gemeinschaft so eine Erneuerung unserer Weihe an Gott. Und voraus geht so einen Tag der Stille, an dem sich jeder eben diesem Warum noch nochmals nachgehen kann. Und ja, der Weihetag ist echt so ein Fest der Freude und der Dankbarkeit. Und wir freuen uns aneinander und miteinander, dass Gott uns zusammengeführt hat und uns auch eine Aufgabe gegeben hat. Das ist echt schön. Viele Ehepaare machen das ja so ähnlich. Die feiern ihren Hochzeitstag oder erneuern ihr Eheversprechen an einem ganz bestimmten Tag im Jahr. Und das ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu entscheiden. Wir entscheiden uns ja für die Liebe, auch wenn sie uns oft ganz schön herausfordert. Ja. Ich glaube, es stimmt, was Pater Kentenich sagt. Reif werden in der Liebe, das ist der Sinn unseres Lebens. Tja, aus uns allein schaffen wir das nicht. So wie eine Knospe am Apfelbaum keinen ganzen Apfel hervorbringen kann aus sich selbst heraus. Es braucht ja dazu die richtige Witterung. Und bei uns braucht es auch beides. Es braucht unser Bemühen auf der einen Seite, aber auch die Gnade, den Beistand des Heiligen Geistes. Und wenn er die Welt unseres Inneren durchweht, das fruchtbare Land in unserem Herzen kultiviert, dann kann reife Frucht hervorgehen. Ja, wir können selber reif werden in der Liebe. Und nicht zuletzt deswegen sammeln wir uns ganz gerne um Maria, wie die Apostel damals, und bitten mit ihr zusammen, dass er auf uns herabkommt, immer wieder neu. Liebe Grüße!